Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und bleib unbedingt dran, denn wir haben heute 8 Helfer, die du auf jeden Fall kennen solltest. Und ich bin der Meinung, 4 davon brauchst du auf jeden Fall. Und übrigens, natürlich kannst du auch heute etwas gewinnen. Und zwar Werkzeug. Kein Gadget, aber Werkzeug. Welches Werkzeug kannst du ganz einfach bei uns auf der Webseite nachschauen. Und da kannst du dir aus einem Pool von Werkzeug sogar etwas aussuchen. Und dort siehst du auch, ob du gewonnen hast. Alles, was du machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, welche 4 Gadgets würdest du gerne haben. Endlich mal wieder ein Video, wo es um nützliche Helfer geht, weil ehrlicherweise muss ich sagen, sind das momentan meine absoluten Lieblingsvideos. Warum? Weil hier kleine Detailprobleme extrem smart gelöst werden. Und dieses Mal sage ich dir, hier sind wahrscheinlich sogar 8 Dinge dabei, die du nicht kennst und auf jeden Fall kennen solltest. Denn häufig hast du es, dass du ein kleines Detailproblem hast und du kriegst das und du verzweifelst daran. Ja? Und heute haben wir hier 8 Lösungen für genau solche Fälle. Problem Nummer 1. Du hast hier so eine Schraube, möchtest mit deinem Mausschlüssel die festziehen, aber du darfst auf dieser Seite nicht arbeiten, weil da kommst du irgendwie gar nicht ran, sondern du hast hier so ein ganz kleines Stückchen, möchtest die aber trotzdem festziehen. Na, kein Problem, nimmst du halt eine Ratsche. Okay, hier kommst du vielleicht noch hin, gehst hier hin, aber der Winkel ist so klein, dass du wirklich Ewigkeiten ratschen würdest. Das macht doch gar keinen Spaß. Hier hast du eine andere Option, hier kannst du Folgendes machen. Du drehst einfach dran und ziehst es fest. Finde ich mega genial. So, wenn du jetzt kurz davor bist, dass es richtig fest ist, dann kannst du natürlich jetzt hier deine Ratsche nehmen und das Endfest anziehen. Und übrigens ein besonderer Clou ist folgendes, du musst noch nicht mal drehen, loslassen und dann weiterziehen, sondern du kannst einfach rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und damit geht es rasend schnell. Und natürlich kann ich ganz einfach von rechts auf Linkslauf umschalten. Das hier braucht jeder von euch in seiner Werkzeugtasche und ich möchte jeden von euch in den Kommentaren lesen, der sagt, das hier ist mein Gadget, will ich dabei haben von seinen 4. Was ist das hier aber? Wir haben hier einen Bohrloch-Spray-Marker und damit kannst du ein riesiges Problem lösen. Nämlich, du hast sowas wie hier, du hast so einen Balken zum Beispiel, den möchtest du an die Wand ranschrauben, dann brauchst du hier natürlich einen Dübel in der Wand. Aber wo bohrst du jetzt? Wo zum Teufel bohrst du? Naja, wenn du jetzt einen Bleistift nimmst, kommst du da auf jeden Fall nicht rein. Nimmst du einen kleineren Bleistift, kommst du auch nicht rein. Ich habe hier extra schon ein 6er Loch, funktioniert nicht. Jetzt nehme ich hier meinen Tieflochmarker, meinetwegen. Da habe ich hier relativ dünne Spitze, gehe ich hier rein. Oh, 6er funktioniert, aber ich komme nicht durch. Oh, blöd. 5er geht auch nicht mehr. Also wenn du ein 5er Loch hier drin hast, dann keine Chance. Auch hier haben wir noch mal gemacht, 13er geht, 8er, 6er. Da gehen wir gerade noch so rein, 4er geht nicht. Und jetzt probieren wir es mal aus, nämlich unseren Spraymarker. Und zwar erst einmal wirklich hier bei den dünneren, um zu sehen, später geht das auch. Denn ich nehme jetzt hier, ja, ich meine 13 ist eigentlich witzlos. Übrigens, du kannst hier kannst du hier zur Seite drehen. Vorher ist es gesperrt, dass du nicht versehentlich das abschießen kannst oder auslösen kannst. Hier 13er gar kein Problem, zack. Ja, weiß ich genau, wo es ist. Und übrigens auch in der Mitte, dann haben wir 10er, 8er, 6er, 4er. Und jetzt wird es interessant, bis zum 4er sind wir, alles da, sehen wir, aber wir sind jetzt mal beim 2 mm Loch und schauen mal uns das Ganze an. Auch da sehen wir das Ganze und auch bei einem 1 mm Loch, so, auch da sehe ich, das 1 mm Loch hat er trotzdem noch durchgeschossen und ich sehe genau, wo ich bohren muss. Das könnte man sagen, naja, hier bei so einem Brett ist ja gar kein Problem, bei so einem Balken, das wird überhaupt nicht funktionieren. Falsch, es funktioniert auch hier. Auch hier nehmen wir jetzt mal wieder unsere 3 Löcher, 6er, 5er und 4er. Und wir sehen, hier sind unsere 3 Löcher. Auch das funktioniert. Und wenn du das auf eine andere Art und Weise machst, hier hin und her irgendwas bastelst, machen tust, geht alles, aber schneller als das hier, präziser als das hier, geht es kaum. Was machst du eigentlich, wenn du jetzt hier ein absolut perfektes Maß brauchst, wo du hier und hier entsprechend anzeichnest? Ja, ganz einfach. Du kannst hier ja mit dem Zollstock hier messen und nochmal messen und nochmal messen und nochmal messen. Oh, das dauert ja ewig. Dafür muss es doch eine Lösung geben. Naja, normalerweise kannst du zum Beispiel so einen Winkel einfach nehmen, legst den hier an und zeichnest hier und da und ach Mist, da habe ich auch den falschen Winkel genommen. Es gibt natürlich Winkel, die hier wirklich glatt durchgehen, dann könnte ich jetzt hier das Ganze anzeichnen. Naja, jetzt habe ich aber noch das Problem, das wuschelt mir hier so in der Gegend rum. Ach, irgendwie ist das doch auch nichts. Okay, aber was ist denn, wenn ich jetzt Sonnenform habe? Wie messe ich das denn? Weil mit dem Winkel geht das ja gar nicht. Okay, dann könnte ich ja zum Beispiel auch einen Zollstock nehmen. Nehme ich den Zollstock, lege das Ganze hier auf, aber dann bin ich ja immer noch hier, dann muss ich das hier anlegen und dann
Jetzt geht das hier hin und her, warte mal. Mist, jetzt bin ich verzogen. Das muss doch anders gehen. Und dafür ist genau das hier die Lösung. Das gibt es in 2 verschiedenen Größen. Einmal in groß und einmal in klein. Je nachdem, was du brauchst. Das ist natürlich universeller eigentlich. Das kannst du einfach hier auflegen. Zack, zack. Legst es hier an. Da verzieht sich hier gar nichts. Machst Strich, Strich. Es ist absolut perfekt auf beiden Seiten. Und damit funktioniert es garantiert. Und zwar immer. Übrigens, das Ganze geht natürlich auch bei anderen Winkeln. Hier habe ich einen sehr stumpfen Winkel genommen. Nehmen wir mal einen etwas spitzeren. Hier, 90 Grad. Auch da anlegen. Zack, zack und los geht's. Wir haben hier 2 verschiedene Größen, denn das hier hat ein riesengroßes Problem, nämlich, das ist richtig teuer. Das Teil, was ich in der Hand halte, dieses bisschen gefräste Stück Aluminium, das kostet mit Versand, Zoll, Steuer mit allem drum und dran über 100 €. Und das hier immer noch fast 60. Boah, hättet ihr das gedacht? Du möchtest ganz genau wissen, wie fest du eine Schraube anziehst und das Ganze schon von 1 Newtonmeter bis 200 Newtonmeter und zwar auf die 0,1 Newtonmeter Stelle genau. Das hier ist deine Lösung. Denn wie häufig hat man das, dass man eine Schraube nimmt, versucht die hier irgendwie anzuziehen, beziehungsweise zieht sie auch an und dann sagt man sich, wie viel Newtonmeter habe ich denn hier eigentlich gerade? Legt hier los und aber ich durfte nur mit 15 Newtonmeter anziehen. Mist, Drehmomentschlüssel gerade nicht zur Hand oder viel zu groß. Da ist das hier deine Lösung. Und du willst es halt noch genauer wissen als mit dem Drehmomentschlüssel. Dann machst du Folgendes, du kaufst dir dieses kleine Teil hier. Das kostet nur 40 €, steckst das zwischen deiner Nuss und deiner Ratsche, setzt es an, vorher noch einschalten und schon hast du Folgendes. Du hast hier digital eine Anzeige. Mit wie viel Kraft ziehst du das denn eigentlich an? Ich habe hier Folgendes gemacht, ich habe es auf 10 Newtonmeter eingestellt und jetzt kann ich mich langsam rantasten, ganz langsam, das piept kurz davor und zack, 10, wenn ich drüber bin, Dauerpiepen. Du kannst also ganz genau so fest anziehen, wie du es brauchst. Ich finde, das ist eine geniale Lösung, zum Beispiel, wenn du gerade keinen Drehmomentschlüssel hast und willst deine Räder anziehen, könntest du es damit theoretisch auch machen, weil du kannst dann genau deine zum Beispiel 120 Newtonmeter einstellen. Wenn du zum Beispiel einen sehr kleinen Bauraum hast, wenn du an einem Fahrrad etwas einstellen möchtest, du möchtest nicht damit 80 Newtonmeter ranknallen, dann kannst du es damit fein justieren. Ich finde für 40 € eine geniale Lösung. Du hast so eine Spraydose und so einen richtig ollen Kopf hier oben drauf und damit möchtest du jetzt lossprayen. Was machst du? Hier oben irgendwie so unmotiviert anfangen, damit rumzusprayen. Ja, damit kannst du aber nicht gut kontrollieren. Und vor allem, du hast deinen Finger da oben drauf und alles dreckig, schmadderig. Dafür gibt es eine Lösung. Dafür gibt es genau so einen Aufsatz. Den kannst du einfach hier oben drauf tun. Ja? Hält die Dose auch fest und jetzt kannst du ganz entspannt sprayen. Du hast einen riesen Vorteil. Erstens, du hast eine perfekte Kontrolle. Zweitens, du schmallerst nicht deine Hände voll. Und drittens, du kannst es richtig, richtig gut dosieren und kannst perfekt Druck aufbauen. Ich muss sagen, ich arbeite mit Spraydosen nicht mehr ohne das Teil. Das hier ist momentan ein absolut virales Gadget, nämlich ein Stichsägeblatt, mit dem du bis an den Rand sägen kannst. Und wir wollen mal gucken, ob es wirklich stimmt. Und ich sage dir jetzt schon, also richtig funktioniert das gar nicht. Los geht's. Du möchtest genau bis dort sägen. Mit einem herkömmlichen Blatt geht das nicht. Du hast gesehen, keine Chance und dafür brauchen wir jetzt das Blatt. Du hast gesehen, mit diesem Sägeblatt bin ich bis hier in die Kante reingekommen und kann dementsprechend wirklich bündig absägen. Vorher unmöglich, aber wir haben ein Problem. Denn dieses Blatt funktioniert zwar auf dieser Säge, aber fast auf keiner anderen Säge, die auf dem Markt ist. Wenn wir jetzt stellvertretend mal hier die Säge von Bosch nehmen, dann können wir das zwar einsetzen, aber ja, irgendwie auch nicht. Nee. Also ihr seht hier, ich komme daran nicht vorbei und ich kann das hier nicht ausbauen. Ich müsste es wegbiegen und die meisten Sägen haben genau das Problem. Und bitte macht nicht den Fehler, dass ihr sagt, ich probiere es einfach trotzdem, damit macht ihr euer Gerät kaputt. Angeblich ist das Sägeblatt mit fast jedem Hersteller kompatibel. Wir haben über 15 Sägen ausprobiert und haben erst bei der 16. hier eine gefunden, wo es überhaupt funktioniert hat. Und das liegt daran, dass der Bügel einfach hier oben rumgeht. Also ihr seht, es funktioniert zwar, es ist ein Problemlöser, aber eben nur, wenn du eine Säge hast, die so aussieht. Leute, ich habe hier ein Phänomen, ihr müsst mir mal helfen. Was ist denn hier los? Geht. Akku raus, getauscht, geht nicht mehr. Hä, was soll das denn?
Ja, das ist wirklich Absicht. Das sollte nämlich gar nicht funktionieren, denn wir haben Folgendes gemacht. Mit diesem Originaladapter von Makita kann man die Geräte zueinander programmieren. Es ist wirklich so, ja, dieser Akku und dieser Akkuschrauber funktionieren zusammen nicht, sondern nur das richtige Gerät mit dem richtigen Akku. Das heißt, ich habe hier diesen Akku und diesen Akkuschrauber, zack, funktioniert. Wenn ich einen anderen Akkuschrauber hier drauf tue oder einen anderen Akku sogar unten drauf tue, ist das nicht mehr möglich. Also das Gerät hier funktioniert jetzt wirklich nur noch mit genau diesem Akku. Das kannst du entsprechend programmieren und das hat riesige Vorteile. Das machst du übrigens mit so einem Zwischenadapter. Du kannst es einfach hier draufsetzen. Moment. Zack. Und hier, dann kannst du das Ganze hier mit Bluetooth mit deinem Handy verbinden und programmieren. Da kannst du zum Beispiel sowas machen, dass eben nur das miteinander funktioniert. Du kannst das aber auch lassen und kannst aber sagen, dass das Ganze nur zu einer bestimmten Zeit funktioniert. Das ist ja auch mega cool. Du kannst zum Beispiel sagen, dein Bauarbeiter oder du selber darfst nur zu einer bestimmten Zeit damit arbeiten. Oder wenn du erst um 18 Uhr nach Hause kommst, dass vorher das Gerät nicht funktioniert und deine Kinder es nicht fehlbedienen. Wäre zum Beispiel eine Option. Was du auch machen kannst, ist, du kannst hier die Wartungshistorie sogar hinterlegen oder du kannst dem Ganzen deinen Namen geben. Das heißt, wenn es geklaut werden würde, dass man beim Service sehen würde, Mensch, du bist doch gar nicht Klaus. Kommen wir zum Werkzeug Nummer 8 und das ist genau das hier. Und ihr werdet sagen, Sebastian, das kennen wir schon. Das gibt es zum Beispiel von Festool. Ja? Das ist eine wunderschöne Zwinge. Einsetzen, festziehen, Bums. Einsetzen, festziehen, Bums. Wo ist das Problem? Ganz einfach. Wir haben hier eine ganz kleine Kleinigkeit. Und zwar haben wir so einen ganz kleinen Bügel und der soll Folgendes verhindern. Nämlich, wenn ich die Zwinge hier umdrehe, dann fällt das nicht runter. Also das Ganze hier hält hier fest, aber eben nur so, dass ich es einstellen kann und bleibt dann genau dort stehen. Naja, aber das Problem ist, das macht er hier im Grunde ja auch. Ja? Also der bleibt auch schon an seiner Stelle stehen. Nur vielleicht ein bisschen weniger zuverlässig. Also wenn ich das jetzt mal einfach probiere, hier dran und einmal hier dran und sage, okay, ich möchte mir das hier irgendwo einstellen. Ja, es hält. Ja, es fällt schon eher mal runter. Also hier hält es ein bisschen weniger. Ja. Ist das jetzt eine coole Sache? Weiß ich nicht. Ich persönlich würde hier als einziges von den 8 sagen, ja, ist ein cooles Gadget, kann man vielleicht mitnehmen, aber manchmal muss man es auch nicht übertreiben. Und jetzt bin ich gespannt, was du in die Kommentare schreibst. Was sind deine Lieblinge hier aus diesem Video? Und wenn du etwas vermisst oder sagst, du hast eine richtig geniale Idee, schreib es doch für uns und für die Community unten in die Kommentare und denk an das Gewinnspiel. Ich persönlich sage auf jeden Fall, das hier gebe ich nicht mehr her, den gebe ich nicht mehr her, gerade weil es digital ist, man es super ablesen kann. Den hier werde ich auf jeden Fall nach heute in dieser Tasche lagern und immer zur Hand haben. Und ich finde das hier auch richtig genial. Denn ich habe es häufig gehabt, dass mir irgendwann der Finger wehtut, weil ich es länger benutzt habe. Das hast du hier auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt heißt wie immer, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.